Shalom friends, my name is Rabbi Shapira and I am the author of the new book, The Besorah According to COVID-19, the hidden message of the Messiah. The book is now available in English and in Spanish on the website below, and soon it will be available in French, Italian, German, Korean, and Portuguese. Now, as we are seeing the dramatic effect of the COVID-19 world, I would like to share this message with you. People ask me, why do I need to get this book? Why do I need to understand it? Let me explain this to you. It says in the very end of the book of Deuteronomy, there was never risen a prophet in Israel as Moses. Moses prophesied on the plague. He prophesied of the mutation, and he prophesied and explained how the redemption will come in. Now it's important to understand that Moses left us one detail that is in all of this. The final chapter will be written by you. The final say, the final page turning will be written by you. And he gave us, all of us, a choice to make. The patterns are clear. Calamity, distractions, and plague are leading to redemption. The question, which redemption do you want to experience? A redemption 40 years through a wilderness, or a redemption that can come just like that in a blink of an eye, where the Mashiach will come as a thief at the night? Which redemption do you want to experience? Friends, you, Jew, Gentile, young or old, black or white, all have a redemptive role to play in these last days. Would you take the mantle that God has given to you in these last days? I challenge you today to take the mantle, read the book, and understand just how important you are, how critical and vital you are for the salvation of the world and for the coming of the Messiah. I hope that the book will cause you to get up and to leave Egypt and run to the future Sinai, to the future wedding with the house of Israel, when we will gather with King Messiah. Now, today, it's the time to get up and do exactly what Yeshua said. Get up and walk. Your sins are forgiven. It is time to come back to the great wedding that the Lord prepared for us. I hope that you will be blessed from the book. And if you have any questions, please reach out to us. Let's bring Mashiach quickly to the world. Shalom, everybody.
Shalom, friends, brothers and sisters. Shalom, liebe Freunde, Brüder und Schwestern. My name is Rabbi Itzhak Shapira. Ich bin Rabbi Itzhak Shapira. And today I'm very excited to start this very special series together with the German speakers. Und heute freue ich mich besonders, diese spezielle kleinen Serien aufzunehmen für die Deutschsprachigen. It's been a long time since I've seen you. I'm so excited to see you. Es ist schon lange her, seit ich euch gesehen habe, und ich freue mich so, euch zu sehen. And the reason for the absence Und der Grund für die Absenz ist, first and foremost, as you can hear, my vocal condition. ihr hört wahrscheinlich meine vokale Kondition, But sometimes you have to be silent in order to hear the voice of God. aber manchmal muss man ruhig werden, dass man die Stimme Gottes hören kann. Today we have a very special announcement to German speakers. Heute haben wir eine sehr besondere Announcement für die Deutschsprachige. We're happy to announce to you the new book in German. Wir sind sehr freudig, dass wir euch das neue Buch vorstellen können auf This Deutsch. is a prophetic and a real milestone for the German speakers worldwide. Das ist ein sehr prophetischer Meilenmarker für die Deutschsprachige. So we've decided to do something really special Und wir haben uns entschieden, dass wir was ganz Besonderes and to machen. create for you a small series to prepare you to what's found inside this book. Dass wir eine besondere Serie kreieren, um euch vorzustellen, was in dem Buch Now you ist. probably see the title of the book and you see the virus and you say, what this is about. Ihr seht den Titel des Buches und den Virus und ihr werdet euch fragen, worüber handelt sich das Buch? We're going to learn together a few of the introductory principles that will help you to decode this book. Wir werden über ein paar Dinge sprechen, das euch helfen wird, dieses Buch zu verstehen. The one real special thing about this book and the uniqueness of bringing it into the German language Also was Wichtiges über das Buch ist und dass wir das in den deutschsprachigen Raum bringen, has to do with the way the book came about. ist, wie das Buch überhaupt zustande kam. So today in the introductory episode, I would like to tell you a little bit about how the book came about and what God is doing with this. Also heute in der Einleitung, wo ich über das Buch sprechen möchte, möchte ich euch erklären, wie das überhaupt zustande kam. The book has been now translated for 7 languages. Das Buch wurde jetzt schon in 7 Sprachen übersetzt. And everything started in the early 2020, just as the pandemic was launching. Und alles hat begonnen im Beginn von 2020, wo das Covid begonnen hat. I was to jump into a flight to Europe. Ich war gerade dabei, nach Europa zu fliegen, To a conference in Rome. zu einer Konferenz in Rom. And the title of the conference was The Messiah at the Gates of Rome. Und der Titel dieser Konferenz war Der Messias in den Toren Roms. It was when we were supposed to launch a major work inside the church to restore the churches back to the covenants of Israel. Und wir waren gerade dabei, dass wir eine großartige Arbeit begonnen haben, dass die Kirche wiederhergestellt wird in dem originellen Glauben. And the conference was supposed to take place exactly when was the outbreak of the virus. Und die Konferenz war gerade dann, hätte stattgefunden, als Covid ausbrach. The Lord spoke to me and said, don't go. Und der Herr hat zu ihm gesprochen und hat gesagt, flieg nicht. So we cancel everything. Also haben wir alles gecancelt. All the plans have been completely canceled. Alle Pläne wurden aufgegeben. And only like 3 or 4 days after that, Und 3 oder 4 Tage nachher I completely lost my voice. habe ich also meine Stimme total verloren.
In this moment that I start losing my voice, In dem Moment, als ich meine Stimme verlor, the Lord started to give me a visions and revelations of what's happening in the world. Remember, nobody knew what is the virus. hat der Herr mir Visionen gegeben und zu der Zeit, wo eigentlich niemand wusste, was das für ein Virus ist. And he told me, go back to the Torah. Und er hat mir gesagt, geh zurück zur Tora, Go back to Moses. geh zurück zu Moses, Go back to the story of Exodus. geh zurück zur Geschichte von Exodus, zum Auszug. I want to show you something. Ich möchte dir etwas zeigen. And he downloaded into me the code of what this COVID-19 is about. Und er hat mir gezeigt, was eigentlich Covid-19 ist. He started to talk to me again. This is before the Delta, before any mutation. Und das ist alles schon bevor, am Anfang, bevor Delta und die ganzen Mutationen. He started to show me what is happening. So I started to write about even the mutations early last year. Er hat mir schon Sachen gezeigt, zum Beispiel habe ich voriges Jahr schon über die ganzen Mutationen geschrieben. When I finished this book, I was overwhelmed. Wenn ich als ich das Buch fertig geschrieben habe, war ich überwältigt. I wrote almost 900 pages. Ich habe fast 900 Seiten geschrieben. And the Lord allowed me to release the first 500 pages in the first volume. Und der Herr hat mir erlaubt, dass ich 500 Seiten gleich veröffentlichen konnte im ersten Teil. We released the book on Elections Day in the United States. Und wir haben das Buch veröffentlicht am Wahltag in den Staaten. It was almost supernatural. Es war fast übernatürlich. 550-page book was translated in 30 days into Spanish. In nur 30 Tagen wurden die 500 Seiten in Spanisch übersetzt. Then Italian. Und dann in Italienisch. Then French. Dann in Französisch. Then Korean. Und in Koreanisch. And so on and so on. And of course in German now. Und so weiter. Und dann auf Portugiesisch und jetzt in Deutsch. And before I released the book, I've done one thing. Und bevor ich das Buch veröffentlichte, habe ich Folgendes getan. I took this book to an Orthodox, traditional Jewish rabbi who doesn't believe in Yeshua. Ich zeigte das Buch einem traditionellen orthodoxen Rabbi, der nicht an Yeshua glaubt. And I gave him the book. Und ich gab ihm das Buch. I said, I know it's crazy. Ich habe gesagt, du glaubst sicher, ich bin verrückt. Again, this is not a rabbi, I believe in Yeshua. Der Rabbi glaubt nicht an Yeshua. And in a moment you're going to hear what happened. Und in einem Moment werdet ihr hören, was geschah. And I want you to hear it in the German language. Und ich möchte, dass ihr das auf Deutsch hört. The rabbi wrote me a few days later. Der Rabbi hat mir ein paar Tage später geschrieben. And he said, I read the book. Er hat gesagt, ich habe das Buch gelesen. My wife read the book. Meine Frau hat das Buch gelesen. We are so deeply moved Wir sind so tief berührt, that we want to endorse it. dass wir das auch To endorse it, unterstützen. to give my signature inside the book. Dass ich meine Unterschrift in dem Buch geben möchte. And look at this. This is a prophetic moment Und das ist ein prophetischer Moment, that an observant rabbi signed a book dass ein written by a Messianic. orthodoxer Rabbi hat da unterschrieben, dass bei einem von einem messianischen Rabbi geschrieben This is wurde. perhaps never happened in the history. Das ist in der ganzen Geschichte noch nie passiert wahrscheinlich. And I think it's appropriate for all of you who speak German Und es ist auch für alle euch, die ihr Deutsch to spricht, hear what the rabbi had to say. dass ihr auch hört, was der Rabbi And zu thank you so sagen much. hatte. It is, I would like you to read in German to everybody the entire dedication. Rabbi Gil Al-Shadev,
Es ist mir eine Ehre, die großartige Leistung meines guten Freundes, Kollegen und Gelehrten der Heiligen Schriften, Rabbi Itzhak Shapira, der das Buch Die gute Nachricht nach Covid-19 geschrieben hat, zu würdigen, zu anerkennen und zu unterstützen. Dieses phänomenale Buch ist eine auf traditionellen jüdischen Quellen basierende Studie, die inspiriert ist von dem weltweiten Phänomen namens Covid-19, das wir alle heutzutage erleben. Rabbi Shapira bringt uns durch die Tiefe seiner vom Allmächtigen inspirierten Einsichten die immer wieder neue Botschaft, dass wir in Zeiten wie den unseren alle auf unsere eigene Weise nach der Geulah, Erlösung und nach der Berufung des Bet HaMashiach in unseren eigenen Tagen suchen und dafür beten. In diesen schwierigen Zeiten und der damit einhergehenden Ungewissenheit sind wir alle Zeugen von Pa-Amatsch Mashiach, dem messianischen Zeitalter für alle Menschen auf der Erde, wie es Rabbi Shapira in seinem Buch so gut herausarbeitet. Alle Menschen sollten die in seinem Buch enthüllten, verborgenen Botschaften beherzigen, die uns diesem Ziel näher bringen und sich dabei vom Allmächtigen erwecken lassen. Bitte studiert dieses inspirierende Buch, damit wir das Kommen des Mashiach ben David fördern können. Das gute Werk geht weiter durch alle Völker auf dieser Erde, die wir miteinander teilen. Möge Gott, der Allmächtige, jeden Einzelnen so mit göttlicher Inspiration erwecken, wie dieses Buch es aufzeigt. Da wir uns alle in dieser Covid-19-Zeit nach dem Kommen des Mashiach in unseren eigenen Tagen sehnen, lasst uns das Wort Covid, welches im Hebräischen Last bedeutet, in Kavod verwandeln, was Ehre bedeutet, Respekt, Anerkennung und Liebe. Amen. Amen. Wow. It is a chilling moment to all who love Yeshua. Das da wird es einem ganz kalt für alle, die Yeshua lieben. And nobody should believe that the Spirit of God is not working among our Jewish people. It does. Und keiner soll glauben, dass der Heilige Geist nicht unter unseren jüdischen Brüdern wirkt. Er wirkt. Yeshua is found in every page in this book. Yeshua ist in jeder Seite von diesem Buch. What would cause a traditional rabbi to write such an endorsement? Wie sollte ein jüdischer Rabbi so eine wunderbare Einleitung schreiben? Because I want you to take a breath and understand what I'm about to tell you. Bitte versteht jetzt, was ich euch sagen will. And we are seeing the numbers, especially in Germany, of the virus right now. Gerade jetzt sehen wir die hohen Nummern des Virus in Deutschland. God, listen to me carefully, God is trying to get our attention. Gott möchte, dass wir hören, dass wir... And if I can even say it even in a more specific way for you, God is wanting to get our attention in Europe at this moment in time greatly. Gerade in diesem Zeitraum möchte Gott besonders in Europa, dass wir auf ihn hören. And the question is, throughout this book that you have to ask yourself is how long, this is the question people asking, how long is this going to go? Und die Frage, die ein jeder stellt und auch in diesem Buch, wie lange wird es noch weitergehen? And as we go through the book, you will understand how long it's going to go. Und als wir durch das Buch durchgehen, wenn wir da durchgehen, dann werdet ihr es verstehen, wie lange das gehen wird. It's depend upon you and I. Es kommt auf dich und mich an. It's depend upon each and every one of us. Es kommt auf jeden von uns an. I think you understand that everything that happened on earth, on the physical, Ich möchte, dass ihr versteht, dass alles, was in der Erde im Physischen passiert, have a spiritual implications to it. Das hat geistliche Implikationen. Now when we talk about prophecy, because a lot of people trying to prophesy, Wenn wir über Prophetie reden, viele Menschen möchten prophezeien. in the very first part of the book, in the very first chapter, Im ersten Kapitel des Buches I explained to you how to deal with
prophecy in general. erkläre ich euch, wie man generell mit Prophezeiung umgeht. And this is where I want to leave you today with. Und das möchte ich euch heute weitergeben. When the prophet Jeremiah, in Jeremiah 29, when he prophesies, In Jeremia 29, wenn der Prophet also propheziert, he explained to us something great about prophecy. erklärt er uns was Großartiges über Prophezeiung. Prophecies can be divided to two different types of prophecies. Prophezeiungen kann man in zwei verschiedene Gruppen aufteilen. What's called in Hebrew po'anut or calamity, In zwei Gruppen. In der einen Gruppe sind Katastrophen or positive prophecies. oder eine positive No, Prophezeiung. Jeremiah explained to us Und der Jeremia erklärt uns, that when we're dealing with positive prophecies in the scriptures, they have to be fulfilled. wenn wir positive Prophezeiungen sehen in der Bibel, dann müssen die erfüllt werden. But when we're dealing with a negative prophecy on the other end, Aber am anderen Ende die negativen Prophezeiungen, they don't have to be fulfilled. die müssen nicht vollbracht werden. And I know it's something that's shocking to people. What, I read something in the Bible that doesn't have to happen? Und ich weiß, viele Menschen werden schockiert sein, wenn sie hören, was, ich lese in der Bibel und das muss gar nicht erfüllt werden. I want to remind you something about the job of the prophet. Ich möchte euch erinnern auf etwas, was die Aufgabe des Propheten ist. What did the prophet prophesy to begin with? Warum prophezeit ein Prophet überhaupt? To cause people to do a teshuvah. This is a very important concept. Teshuvah or repentance. Dass Menschen sich umkehren, das ist ein sehr wichtiges Konzept. The concept of teshuvah is to return back to God. Teshuvah bedeutet, dass man sich zu Gott kehrt. God can change even something he said, if the people return. Gott kann sogar etwas, was er gesagt hat, verändern, wenn sich die Menschen ihm zukehren. For example, in Egypt, the people cried. He heard the cry and he shortened their time of their exile. Zum Beispiel in Ägypten. Die Menschen haben ihn angerufen und er hat ihre Zeit in Ägypten verkürzt. Or for example, with the prophet Jonah. Oder zum Beispiel der Prophet Jona. He's going to Nineveh and saying, 40 days, the city is turning. Er ist nach Ninive endlich gegangen und in 40 Tagen hat sich die Stadt bekehrt. I'm going to destroy the city in 40 days, right? Ja, ich zerstöre die Stadt in 40 Tagen. But he didn't destroy the Aber city. er hat sie nicht zerstört. And the question is, why didn't Die he Frage destroy? ist, warum hat er sie nicht He zerstört? didn't destroy the city because the people repented. Er hat die Stadt nicht zerstört, weil sich die Menschen bekehrt haben. So we have to understand this principle around prophecy. Also müssen wir das Prinzip der Prophezeiung verstehen. A positive prophecy, according to Jeremiah 29, have to be fulfilled. Eine positive Prophezeiung nach dem Jeremia 29 muss sich erfüllen. But a negative one has serving another purpose. Aber eine negative Prophezeiung hat einen It's a anderen different Zweck. purpose. They have a different purpose Es for it. ist ein anderer Zweck. To make us come back to God. God does not want to destroy humanity. Gott will die Menschheit nicht zerstören. Er will, dass wir zu ihm zurückkehren. So number one, put it under your thinking cap. Just because you read something in the book of Revelation does not have to come to true. It's dependent upon each and every one of us. Also bitte denkt an das, dass wenn ihr jetzt in Offenbarung etwas lest, das muss sich nicht unbedingt erfüllen. Es kommt auf uns an. Nothing is set in stone. Es ist nichts in Stein gesetzt. Because God is giving us the power and the will to choose. Weil Gott gibt uns die Kraft und den Willen, dass wir uns entscheiden können. And this
viruses we're going to learn, because we're going to see the virus, it's not new. It is not new. Und der Virus, wir werden lernen, das ist eigentlich nichts Neues. This virus has been spoken about by Moses. Über diesen Virus hat Moses schon This geredet. virus appeared before Israel entering to the land. Bevor Israel, das verheißene Land, hineinging, ist schon über den Virus And this geredet. virus does not have to do with science at this small moment. It has to do with you and I. Und dieser Virus hat eigentlich zu tun mit dir und mir. In our walk with each other, Und unser Gehen miteinander, our contact with each unser other, Kontakt miteinander. and ultimately what we have to do to prepare for the coming of the Messiah. Und eigentlich das Größte ist, dass wir bereit werden für das Kommen des Messias. So today I just gave you a little bit of the history behind the book. Heute wollte ich nur ein bisschen Geschichte hinter dem Buch geben. And most importantly, this book is a book of hope. Und am wichtigsten, dieses Buch ist ein Buch der Hoffnung. I want you to think about Moses' final prayer. Ich möchte, dass ihr denkt an das letzte Gebet von Moses. In his final prayer in Deuteronomy chapter 32, Im Deuteronomium 32 he decided to speak to the heavens before he's speaking to the earth. hat er sich entschieden, dass er zuerst zu den Himmeln spricht, bevor er zu den Menschen spricht. And the question is why? Und die Frage ist, warum? Because Moses understood that his words can affect the decree from the heavens. Weil Moses verstanden hat, dass seine Worte in den Himmeln einen Effekt ausrichten. And there is a decree today. We are entering to a tough time in human history that's called the birth pangs. Und wir gehen jetzt in eine schwierige Zeit ein, die sich nennt die Geburtsphase, die Geburtsschmerzen. And Israel, for example, in the book of Hosea, chapter 13, Zum Beispiel in Hosea, Kapitel 13, is resembling a woman in labor. das wird das verglichen, Israel mit einer Frau in Geburtsschmerzen. And the child that is to be born is the Messiah. Und das Kind, das auf die Welt kommt, ist der Messias. Now, do you know any woman who never go through labor? Impossible. The labor have to take place. Aber es gibt es nicht, dass ein Kind geboren wird ohne die Geburt. But what if I tell you that the labor paid can be greatly reduced? Aber was ist, wenn ich euch sage, dass der Geburtsschmerz wirklich reduziert werden kann? What if I tell you that today you and I can usher the coming of the Messiah faster? Ich möchte euch heute sagen, dass du und ich, dass es uns möglich wird, dass wir das Bringen des Messias schneller Your beschleunigen können. question probably will be, what do I have to do? Ja, und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was soll ich tun? And this is exactly what this book is about. Und das ist genau, worüber es in diesem Buch geht. It's not some theological book, it's about what you have to do. Es ist kein theologisches Buch, es geht darum, was können wir tun. What the German-speaking world have to do in these last days. Was muss die deutschsprachige Welt in diesen letzten Tagen tun? So join us to this series. I hope you will be blessed. Ich hoffe, ihr seid gesegnet und bitte kommt mit auf der Reise As we're durch dieses starting to Buch. decoding the understanding of what is happening around us now. Während wir versuchen zu verstehen, was wirklich jetzt But passiert. remember, Aber erinnert euch, the choice are ours. die Wahl ist unsere. God bless you until next lesson in our series, Decoding the Besorah. Gott segne euch bis zur nächsten Of COVID-19. Lektion. Shalom, everybody. Shalom.